Mein Name ist Damaris Kofmehl. Ich bin Autorin von Beruf. Das bin ich nicht immer gewesen, aber es steckte immer in mir. Das heißt, als ich 5 Jahre alt war, habe ich meine erste Geschichte meiner Mutter diktiert. Also so sehr wollte ich immer Geschichten erfinden und sie für die Menschheit festhalten sozusagen. Und ich habe dann immer geschrieben, egal wo, egal wann, in der Schule, in der Pause, in den Ferien. Das war mein Ding, Schreiben, immer. Und dann mit 15 habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, das dann wirklich veröffentlicht wurde auch. Und ich habe mich schon riesig gefreut, dass ein Buch von mir veröffentlicht wurde und daraus wurde dann eine Serie. Und aus der Serie wurden mehrere Bücher und dann noch mehr Bücher und ich habe nicht mehr aufgehört zu schreiben, habe plötzlich entdeckt, Mensch, da gibt es auch Menschen, die haben Stories zu erzählen und habe begonnen, True Life Thriller zu schreiben, über Menschen, ihre Geschichten aufzuschreiben. Und so bin ich eigentlich bis heute, schreibe ich Geschichten von Menschen auf, die Spannendes erlebt haben, aber auch Fantasy. Und insgesamt sind es schon 42 Bücher jetzt und kein Ende in Sicht. Also die nächste Story ist bereits hier im Kopf. Ich schreibe Bücher über Lebensgeschichten. Also das ist das Hauptfokus, das ich habe. Und zwar sind es True Life Thriller, nenne ich sie. Weil das Leben schreibt ja die spannendsten Abenteuer, wie wir alle wissen. Und ich habe das festgestellt, als ich Menschen zugehört habe, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Und ich dachte mir, ich muss das aufschreiben. Und das war der Ursprung, warum ich begonnen habe, wahre Geschichten aufzuschreiben. Einfach weil die sind so spannend. Und wenn dann noch Gott reinkommt und er spielt in all meinen Büchern und bei den Lebensgeschichten wirklich eine große Rolle. Und es ist mir auch sehr wichtig und dann ist einfach unglaublich zu sehen, wie Gott auch wirklich Menschen verändern kann von sage ich mal, kompletten Chaos oder kompletter Kriminalität. In meinem Fall sind das, viele meiner Protagonisten waren irgendwie Bankräuber, Flugzeugentführer, Dealer, solche Geschichten. Und dann gibt es einfach eine komplette Wende, wenn Gott reinkommt. Ich möchte Botschaften in dem Sinne vermitteln, um dem Leser zu zeigen, hey, dein Leben ist wichtig und Gott kann mit deinem Leben, selbst mit einem Scherbenhaufen, etwas anfangen. Und das ist meine Motivation zum Schreiben. Also ich habe jetzt schon mehrmals festgestellt, dass ich mich in meine eigene Geschichte hineingeschrieben habe. Und zwar so ähnlich wirklich wie in dem Buch Die unendliche Geschichte, nur einfach in echt. Und zwar habe ich das erste Mal, als ich über einen brasilianischen Straßenjungen schrieb und das hier in der Schweiz gemacht habe, haben die Worte, die ich selber geschrieben habe, mich zurück angesprochen und mir gesagt, Damaris, es muss mehr sein als nur ein Buch. Und entstanden ist daraus eine mehrjährige Arbeit, die ich dann unter Straßenkindern in Sao Paulo in Brasilien getätigt habe, durch mein eigenes Schreiben. Also ich sage es jetzt mal, hat Gott zu mir zurückgeredet, so ein Spiegel fast vorgehalten, bumm, es muss mehr sein als ein Buch. Weil ich so begeistert bin von Menschen, von Geschichten, also ich liebe es einfach. Und deswegen habe ich auch begonnen, Menschen einfach zu interviewen und das dann online zu stellen. Und habe mir extra ein Studio eingerichtet in meinem Haus und dort lade ich Menschen ein, die etwas Spannendes zu erzählen haben. Und ehrlich gesagt hat jeder was Spannendes zu erzählen. Bei manchen flutscht es einfach nur so raus, bei anderen muss man es ein bisschen rauskitzeln, aber letztlich hat jeder von uns einfach eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde es einfach spannend, diese Geschichte rauszukitzeln, uns dann in dem Sinn öffentlich zu machen, weil ich immer denke, was wir erlebt haben, unser Zeugnis, das ist das Spannendste, was es gibt für andere Menschen, weil andere sich zum Teil darin wiederfinden oder denken, boah, wenn sie das so erlebt hat, dann komme ich vielleicht jetzt auf die Art auch mit meinem Leben klar. Also man zieht ja immer was draus, weil Geschichten einfach spannend sind. Und das versuche ich dann in meinem Studio auch mit meinen Studiogästen rüberzubringen, dass es einem breiteren Publikum auch zugänglich ist. Ich denke, die große Herausforderung, also Challenging Hope, ist ja auf der einen Seite ist manchmal sehr viel Zerbruch da und oft interviewe ich auch Menschen jetzt für meine Bücher oder für meine Interviews, die zum Teil vor einem Scherbenhaufen stehen oder erlebt haben in ihrem Leben, einen Scherbenhaufen, wo einfach alles oder wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist, Hoffnungen, die einfach zerstört worden sind.
Die Herausforderung besteht dann darin, jetzt in meinem Fall das herauszuholen, die Hoffnung herauszuholen, herauszufiltern, herauszuarbeiten, die aber dabei ja entsteht. Also ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt und erlebe es jetzt gerade in meiner Biografie, wo ich sehe, dass genau deswegen, weil ich diesen Scherbenhaufen, der auch in meinem Leben war, offen darlege und den Menschen auch zugänglich mache, die Herausforderung ist dann, das so zugänglich zu machen, dass es Hoffnung generiert. Dass, was ich erlebt habe, Hoffnung anderen gibt, um weiterzumachen in ihrem Leben. Das ist auch immer so meine Botschaft, hey, gib nicht auf. Du stehst vielleicht gerade an einer ganz schwierigen Stelle im Leben, aber da ist Hoffnung. Und das ist immer so die Herausforderung. Auf der einen Seite so der Zerbruch, die Hoffnungslosigkeit, Dinge, die zerstört worden sind im Leben, wo keine Hoffnung mehr da ist. Und auf der anderen Seite gerade daraus zu sagen, nee, aber guck mal, da ist Hoffnung. Auch für dich ist immer noch Hoffnung da. Und ich versuche diese Hoffnung eigentlich immer aus dem Zerbruch, aus der Dunkelheit, aus dem Zerbruch herauszuarbeiten in Hoffnung für die Menschen, die meine Bücher lesen oder die Interviews gucken. Einfach Hoffnung zu verbreiten. Das ist letztlich wirklich immer das Ziel, das ich habe, Hoffnung zu verbreiten und zu sagen, nee, gib nicht auf, egal wie es aussieht, da ist Hoffnung. I am his child. I am his child. I am his workmanship. He who delivers us out of the darkness into the kingdom of love and light. I am his temple. I am his vine now. I was made by God in righteousness. Now it is over, this endless fight. You have no power. The might is broken. No longer a spirit of fear, but one of power and endless love. Also mir gefällt das Lied wahnsinnig gut. Also dieser Text, der trifft wirklich auf mein Leben zu. Wirklich. In Kurzform meine 50 Jahre zusammengeschrumpft in diesem Text, denke ich. Weil es beginnt mit I am his child. Ich bin Gottes Kind. Und ja, sein Kind zu sein ist einfach wirklich diese Sicherheit. So, ich bin in ihm geborgen. Also für mich ist es Geborgenheit. Und dass ich weiß, zu wem ich gehöre. Also Künstler sein ist einerseits sehr schwierig und andererseits ein Privileg. So empfinde ich es. Und jeder, der diesen Weg einschlägt, jetzt egal, ob es mit Musik ist oder in meinem Fall mit Schreiben oder mit Malen oder was weiß ich, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich wieder sehe, wie Menschen von Gott inspiriert Kunst machen. Und ich bin überzeugt, dass in jedem ein Künstler steckt und dass die Kunst, die in jedem Einzelnen steckt, tatsächlich so kostbar und so individuell ist, dass man sie mit keiner anderen Kunst auf der Welt vergleichen kann. Mit keiner anderen Musik, mit keinem anderen Buch, mit keinem anderen Song, mit keinem anderen Gemälde oder Kunstwerk oder was auch immer. Und das hoffe ich, dass das noch viel mehr rauskommt, dass noch viel mehr die den Mut haben, aufzustehen und die Kunst, die in ihnen steckt, diese Einzigartigkeit, dass die beginnt aufzublühen. Und wenn sie von Gott inspiriert und kreiert ist, dann ist das gewaltig. Und dann nutzt Gott diese Kreativität, um Leben auch anderen zu schenken. Es ist nie nur für sich selber, das ist, glaube ich, auch wichtig. Sehe ich jedenfalls so. Also die Kunst, die ich mache im Schreiben, die ist nie nur für mich selbst. Das ist nicht, in meinem Fall, es ist nicht ein Tagebuch für mich selbst, das niemand liest, sondern ich will immer dadurch eine Botschaft vermitteln. Und ich bin überzeugt mit dem Album auch, das ist eine Botschaft, die da drin steckt. Oder bei Gemälden oder Songs oder was auch immer, das sind Botschaften. Und wenn sie von Gott inspiriert sind, dann ist es wow. Das ist einfach so toll für die Welt, das zu sehen, und ich hoffe, dass es wirklich gesehen wird. Ich hoffe, dass dieses Album gehört wird, gesehen wird, dass die Botschaften, die Künstler bringen,
gehört werden, gesehen werden. Das wünsche ich mir und das ist einfach eine Bereicherung für diese Welt. Und einfach genial. Es macht auch Spaß, ich habe Spaß dabei und ja, und ich hoffe, dass diese Kreativität noch viel mehr ans Licht kommt. Bei so vielen, bei jedem, der jetzt zusieht. Wirklich bei jedem.